Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sicher hörten Sie schon mal, nein, diese Hunderassen sind nicht geeignet für Anfänger. Oder, sag mal, spinnst du? Wie kannst du nur mit solch einem Hund spekulieren? Du hast viel zu wenig Ahnung von Hunden, um dir solch einen Hund zu nehmen. Eigentlich ist das meiner Meinung nach ein Blödsinn. Ja, obwohl ich diesen Blödsinn selbst schon verbreitet habe. Zu Beginn von Dog Special habe ich einige Vergleichsvideos gebracht, welche ich durch Punkte bewertet habe, also Hunde gegeneinander mittels Punkten bewertet habe. Und da habe ich auch die Eigenschaft Ersthundetauglichkeit mit reingenommen. Ich dachte mir damals, nun, der Mainstream sagt, es gibt den Ersthund, ich schwimme damit. Ja. Sie wissen, mein Kanal ist eher nicht derjenige, der mit dem Strom schwimmt. Und ich habe mir vor einiger Zeit gesagt, weißt du was, Ronny, lass diesen Blödsinn mit Ersthund oder Ersthundetauglichkeit einfach weg. Denn für mich ist es eigentlich ein Blödsinn. Den Ersthund gibt es nicht. Und dieses Thema behandeln wir heute in diesem Video. Also, bis gleich. Nun, sehen wir uns mal einige Rassen an, die so typisch sind für Hunde, bei welchen man gleich mal den Notausschalter drückt, wenn jemand sagt, ich hatte zwar noch nie einen Hund, aber ich hätte es auf genau diesen abgesehen. Und danach besprechen wir im Einzelnen, weshalb diese Rassen dafür sorgen, dass man hier gleich mal den Notausschalter drückt und ob das auch berechtigt ist. Also, Film ab. Nun, stellvertretend für viele andere Hunde habe ich Ihnen jetzt 6 Rassen gezeigt, die in diese Kategorie passen würden. 2 klassische Molosser, 2 Herdenschutzhunderassen und 2 Jagdwachhunde. Zuerst sahen Sie einen Presa Canario, der gehört ohne Zweifel zu den Hunden, vor welchen man ein Stoppschild, eine Stopptafel platzieren würde, wenn man bemerkt, dass sie noch nie mit Hunden zu tun hatten und es auf einen Presa abgesehen hätten. Ja, der Presa ist stark ausgestattet mit unheimlicher Power und ist ein Hund, der falsch erzogen und gehalten sehr schnell zum Albtraum einer Umgebung mutieren kann. Ich kannte solch eine Presa-Hündin, die ein wahrer Albtraum für ihre Umgebung war. Ja, es folgte ein Bully Cooter, der Sint-Mastiff, der Alango, einer der kräftigsten Hunde der Welt, noch dazu häufig ausgestattet mit sehr pfeffrigem Charakter und eigentlich fehl am Platz in sehr dicht besiedelten Gebiet, möchte ich so meinen. Ja. Dann kam der kaukasische Ovtcharka. 3 kannte ich persönlich, eine Hündin, einen Rüden. Die 2 Rüden waren gefürchtet. Und das waren sie zu Recht, gehalten im Gemeindebau, geführt von Leuten, die sich nicht als Halter eines kaukasischen Ovtcharkas eigneten. Der Kangal, der war der nächste. Eine Modeerscheinung in der Welt der Herdenschutzhunderassen, wie wir alle leider schon erfahren haben.
das ist ein Kangal, der stärkste Hund der Welt. Kein Hund hat eine Chance gegen den Kangal. Ja, diesen Satz darf man heute von einigen Kangalführern erwarten. Leider hörte ich selbst schon persönlich. Der Rhodesian Ridgeback, auch der ist recht modern heutzutage, oder? Ja, ich denke schon. Häufig habe ich in Hundeforen gelesen, der Ridgeback von dem und dem, der hört absolut nicht und macht, was er will. Dieser Ridgeback geht auf jeden Hund los. Der Ridgeback von dem und dem hat meinen Hund schwer gebissen und so weiter. Ja. Dann kam der American Akita. Seine Schönheit verleitet zum Erwerb, ich weiß. Aber ein aus der Spur geratener American Akita ist ein Monster, das garantiere ich Ihnen. Ja. Bis auf den Polikuta hatte ich mit all diesen Hunden schon zu tun. Einige waren im Besitz von sehr tollen Hundeführern, einige waren im Besitz von den falschen Leuten. Na, an was hat es da gescheitert? An der Herangehensweise generell an diese Rasse oder an der körperlichen Kontrollfähigkeit der Besitzer. Ja, das waren meistens die Probleme, die dazu geführt haben, dass diese Hunde dann in eine falsche Richtung abgedriftet sind. Ja, ich möchte Ihnen kurz eine Geschichte erzählen. Passt ganz gut in diese Thematik. Diese Hunderasse ist nichts für Anfänger hinein. Ich hatte eine Trainingskollegin, eine Top-Kampfsportlerin war das. Eine Frau, etwa so groß wie ich bin, glaube 1,80 Meter, also eine ziemlich sportliche Frau war das. Eine Top-Kampfsportlerin, die eine große Hundenäherin darstellte. Hatte noch nie einen Hund. War schon immer begeistert von der Kategorie der Bull-Terrier-Rassen. Damals hatte ich noch meinen American Pit Bull Terrier Attila. Selbstverständlich kamen wir nach oder vor dem Training häufig ins Gespräch zu diesem Thema. Irgendwann habe ich mal einen Bull Terrier, einen Standard Bull Terrier, wünschte sie sich. Das hat sie mir oft gesagt. Und irgendwann mal hat sie zugeschlagen. Noch nie zuvor hatte sie einen Hund und dann kam sie mit einem Bull Terrier daher. So, jetzt das Tüpfelchen am i. Das war kein normaler Standard Bull Terrier. Sie holte sich tatsächlich einen weißen Bull Terrier aus tschechischer Arbeitslinie, einen Working Bull Terrier. Mit diesen Bull Terriern oder mit den Vorfahren dieses Bull Terrier Welpen wurde auf das Wildschwein gearbeitet. Das waren reine Saupacker. Sie dürfen sich diesen Working Bull Terrier aus der Tschechei nicht vorstellen wie den normalen Standard Bull Terrier, also wie man sie zumeist sieht, so wie sie ihnen zumeist um den Weg laufen, sondern diese Working Line, diese Working Bull Terrier, speziell aus der Tschechei, die sind anatomisch eher aufgebaut wie American Pit Bull Terrier. Also hier unterscheidet sie zumeist häufig nur oder immer nur die Kopfform vom American Pit Bull Terrier. Anatomisch sind die ganz ähnlich aufgebaut. Sehr schlank, zwar extremst muskulös, aber trotzdem schlank, so wie der American Pit Bull Terrier. Doch auch diese Hunde haben ihr Downface, also diese typische Bull Terrier Eiernase. Aber wesenstechnisch, auch hier unterscheiden sie sich vom normalen Standard Bull Terrier. So ist die Working Line der Tschechei mit weit mehr Pfeffer, mit weit mehr Feuer ausgestattet als der typische Standard Bull Terrier es ist. Und diese Hunde haben Dampf. Die haben wirklich Dampf. Und liebe Zuseher, ich sage Ihnen was. Diese Frau hatte zuvor noch nie einen Hund und führte diesen Bull Terrier Zeit seines Lebens auf perfekte Art und Weise durchs Leben. Die gab ihm alles, was er brauchte und hielt ihn in absolut vorbildlicher Art und Weise. Und wieso hat sie das geschafft? Nun, zuerst mal brachte sie die körperlichen Voraussetzungen mit. Sie war Sportlerin. Sie hatte genug Power. Ja, sie hatte die Kraft, um solch einen Hund im Fall der Fälle rein durch körperliche Kontrollfähigkeit bändigen zu können. Ja, das brachte sie mit. Platzmangel herrscht sowieso keiner. Bull Terrier gehören nicht zu den größten und zu den quirligsten Hunden in der Wohnung. Na, nun ja, gibt's Ausnahmen. Wir wissen schon, wenn die Bull Terrier ihre 5 Minuten haben, ist ihnen eine Riesenvilla zu klein. Das wissen wir. Aber schauen Sie, der Hund läuft ja nicht ständig auf und ab in der Wohnung und der powert sich draußen aus. Spielt zu Hause dann noch den Clown und irgendwann begibt er sich zur Ruhe. Und wenn er sich zur Ruhe begibt, nimmt er nicht wirklich viel Platz ein. Also ja, sie hatte eine relativ große Wohnung. Platz war also kein Thema. Das Hauptausschlaggebende, warum sie diesen Bull Terrier mit wirklich viel Pfeffer so erfolgreich durchs Leben geführt hat, war, weil sie sich in diese Rasse hinein recherchiert hat.
Sie wusste genau, was auf sie zukommt. Individuum, klare Sache, doch Basischarakter ist immer da. Sie wusste generell, wie funktionieren die Standard Bull Terrier. Das wusste sie besser als jeder Bull Terrier Profi, der schon seinen 7., 8. Bull Terrier hatte. Ja. Sie wusste also, was für ein Hund auf sie zukommt. Und dann hat sie sich speziell nochmal in die Thematik Working Bull Terrier, speziell diese tschechische Linie, hineingelesen. Und das hat sie monatelang. Über den Bull Terrier recherchierte sie jahrelang und speziell über diese Linie recherchierte sie monatelang. Sie wusste also genau, was auf sie zukommt. Selbstverständlich sagte sie auch alle Standards ein, alle Basics ein, die es zu wissen gibt über die Kynologie. Das ist nun mal so, das gehört gemacht. Und wenn man das tut, wenn man die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, wenn man mit dem Platz kein Problem hat, wenn es finanziell passt, wenn es zeitmäßig passt, wenn alles passt für diese Rasse, dann müssen Sie kein Fortgeschrittener sein, um sich einen dieser 6 Hunde, die ich Ihnen hier gerade vorgelesen habe, nehmen zu können. Dann schlagen Sie zu. Im Fall der Herdenschutzhunderassen ist es meiner Meinung nach immer Pflicht, dass man über genügend Platz verfügt. Optimal wäre ein Haus mit schönem Grundstück, groß genug. Herdenschutzhunderassen gehen auf beim Bewachen eines Grundstückes. Das ist eine Sache, die ihnen liegt. Ja. Das sind Hunde, die eher selten zu bewegen sind, mit anderen Hunden in den Freilaufzonen herumzutollen, eher selten dazu zu bewegen sind, Bällchen nachzulaufen oder am Hundeabrichterplatz zu arbeiten, etc. Man liest sich in diesen Typ Hunde ein, in diese Kategorie Herdenschutzhunderassen ein. Und das tut man gut, prüft sich selbst, checkt sich selbst ab. Wie sieht es bei mir aus? Bin ich körperlich dazu fähig, diesem Hund auch Herr zu werden? Wenn er mal nicht folgt, habe ich genug Platz zu bieten? Kann ich ihn ernähren? Und so weiter und so fort. Spricht mich sein Wesen als Herdenschutzhunderasse an? Wenn ja, dann schlagen Sie zu. Recherchieren Sie sich in diesen Hund hinein. Holen Sie sich Info. Ganz optimal, wenn Sie noch mit Besitzern dieser Hunde sprechen und so weiter. Sehen Sie sich diese Hunde bei Ausstellungen an oder sonst wo. Und Sie können den Schritt wagen. Selbstverständlich gibt es falsche Besitzer für Herdenschutzhunderassen. Herdenschutzhunderassen gehören meiner Meinung nach nicht in kleinen Wohnungen gehalten. Herdenschutzhunderassen eignen sich nicht für ein Leben, das man anstrebt oder das man anstreben würde mit einem Irish Setter oder einem Golden Retriever. Klare Sache. Und es sind Hunde, die häufig gern mal Dominanz anderen Hunden gegenüber zeigen, fremden Hunden gegenüber zeigen. Speziell die Rüden der Herdenschutzhunderassen können hier sehr kantig sein. Häufig auffällig kantiger, als es Rüden dieser Kategorie sind. Ja, das ist nur ein Beispiel mit den Herdenschutzhunderassen. Presa Canario als Beispiel genommen. Selbe Prinzip. Grundvoraussetzung, Sie haben Power. Für diesen Hund brauchen Sie körperliche Fitness. Wenn Sie ein sehr leichter, sehr schwacher Mensch sind, sehr gebrechlicher Mensch sind, würde ich Ihnen diesen Hund nicht raten. Egal, ob Sie fortgeschritten sind oder nicht. Ja, hier brauchen Sie eine gewisse körperliche Fitness. Auch dieser Hund kann mal am Rad drehen und dann ist Ihre Power gefragt. Dieser Hund hat wahnsinnig viel Power. Außerdem neigt der Presa Canario ebenfalls dazu, gern mal zu raufen, wenn er nicht gut sozialisiert wurde oder wenn mal ein Unfall geschieht. Ihr Hund ist eigentlich gut sozialisiert, nur irgendwann mal ist ein Hund zu oft in ihn reingebrettert und das Ganze ändert sich ein wenig und er beginnt einen Groll gegen fremde Hunde zu entwickeln. Das kann alles geschehen. Ja. Vergessen Sie diese ganzen wissenschaftlichen, Sie wissen, was ich meine. Ja. Das ist so. Ja. Damit muss man immer rechnen. Komme ich dann mit diesem Hund zurecht? Ja. Noch dazu Listenhund in vielen Bundesländern, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, in Österreich ist es so, höhere Steuer, eventuell auch den einen oder anderen bösen Blick eines Mitbürgers und so weiter. Spielt viel mit. Ja. Kann ich mir diesen Hund leisten? Ein sehr starker Hund, der hat auch Appetit. Recherchieren Sie sich in diesen Hund ein. Wofür wurde dieser Hund gezüchtet? Das ist ein Parker. Presa Canario heißt Parker von den Kanaren. Ein Großwildjäger, auch mal Kampfhund gewesen, stammt von ehemaligen Kriegshunden ab und so weiter. Wofür wurde dieser Hund erschaffen?
Wozu neigt er? Wie sieht es mit seiner Power aus, mit seiner Bewegungsfreude aus? Ja, da umhören, da reinhören, da mit den Leuten sprechen. Wenn Sie der Meinung sind, Sie sind der richtige Besitzer für diesen Hund, schlagen Sie zu. Das sind alles nur Hunde. Deutsch Drahthaar, Deutsch Kurzhaar ist nicht für Leute geeignet, welche keine Jäger sind. Schwachsinn. Wenn Sie einen Malinois oder einen Riesenschnauzer artgerecht auslasten, beschäftigen, halten, führen können, können Sie das mit einem Deutsch Kurzhaar oder einem Deutsch Drahthaar ebenfalls tun, auch wenn Sie kein Jäger sind. Das sind alles nur Hunde. Hier wird gern mal übertrieben und die Besonderheit der Hunde einer gewissen Szene hervorgehoben und um Gottes Willen. Deutscher Jagdterrier, dasselbe. Wer sagt, dass dieser Hund nur für Jägershände geeignet ist? Ich würde mir jederzeit einen deutschen Jagdterrier zutrauen und mir jederzeit zutrauen, diesem Hund ein wunderschönes Leben bieten zu können. Ich bin kein Jäger. Also recherchieren, was ist mit dem Hund? Wie funktioniert der? Passe ich zu diesem Hund? Kann ich das? Ich wiederhole mich. Ich garantiere Ihnen, viele Hundeführer da draußen, die schon ihren 3., 4. deutschen Schäferhund hatten, hätten mit dem Bull Terrier meiner ehemaligen Trainingskollegin weit mehr Schwierigkeiten gehabt, wenn sie sich nicht so hineinrecherchiert hätten wie sie, als sie es hatte, als blutige Anfängerin. Die führte diesen Hund perfekt. Perfekt. Unweit meiner Wohnung lebt die Eva mit einem Lagotto Romagnolo, italienischer Wasserhund. Ihr erster Hund. Die hat den vom Beginn an, von Welpen bis jetzt ist er, glaube ich, 3 Jahre alt, der Monty, perfekt geführt. Wissen Sie wieso? Die hat sich monatelang in diesen Hund hinein recherchiert. Die hat alles verschlungen, was mit der Kynologie zu tun hat. Hat abgecheckt, ob das mit ihr passt. Die haben ein Haus mit Garten. Die geht mit ihm auf Trüffelsuche. Ja, das sind auch nicht nur Wasserjagdhunde, sondern mit dem Lagotto Romagnolo wird auch auf Trüffelsuche gegangen. Also diese Hunde eignen sich sehr gut für diese Trüffelsuche. Auch das tut sie mit ihm. Ist da in so einem Lagotto Romagnolo Club dabei und sie sagt, ja, hatte noch nie einen Hund. Kommt einwandfrei mit diesem Hund zurecht. Ja, ist sicherlich nicht in der Kategorie zu Hause wie diese 6 Hunde, die ich Ihnen soeben gerade vorgelesen habe, aber ähnliche Geschichte. Ich möchte sagen, wenn Sie sich auch als Anfänger in Hunderassen sehr gut hineinrecherchieren, wenn Sie sich selbst abchecken und das Ganze vergleichen mit dem Hund, ob das zusammenpasst. Und das sage ich immer und immer und immer wieder, weil ich hier oft absolute Widersprüche sehe. Ich sehe sehr alte Menschen, die mit extrem bewegungsfreundlichen Rassen unterwegs sind, ja, wo es nicht passt. Ich sehe sehr schwache, filigrane Menschen herumlaufen mit bärenstarken Hunden. Das passt nicht. Ja. Ich sehe sehr flotte Menschen, sehr sportliche Menschen mit eher trägen Hunden und so weiter. Ja, also da passt es oft nicht. Deswegen sage ich das immer und immer wieder. Wenn Sie als Anfänger damit beginnen, sich in die Kynologie hinein zu recherchieren, wenn Sie sich damit beginnen zu interessieren für alles, was mit Hunden zu tun hat, wie funktioniert das Hundegehirn, was braucht ein Hund, ob das sind Ausrüstungsgegenstände, Futter, etc., Platz, das, da, dort, wie läuft das ab mit Krankheiten, mit Impfungen und alles, was dazugehört, sich dann auf die Rasse spezialisieren, die sie anspricht, das abchecken, passt das mit mir als Mensch zusammen? Habe ich die nötige Ruhe für diesen aufgeweckten Hund? Ja? Oder bringe ich die notwendige Sportlichkeit mit für diesen Hund? Und so weiter. Bin ich stark genug? Bin ich fit genug für diesen Hund? Habe ich den nötigen Platz? Traue ich mir zu, mit dem Wesen dieses Hundes, das man ihm nachsagt, klarzukommen? Und mich hier rein tigere, mich hier rein recherchiere und das monatelang mache, können Sie sich jeden Hund der Welt nehmen, den Sie wollen. Beim Bully Cutter ist es meiner Meinung nach ein weniger das Problem des Halters, denn wenn es für Sie passt, wenn Sie der Meinung sind, ja, ich käme mit einem Bully Cutter zurecht, ich bin mir auch sicher, dass ich das könnte. Allerdings müsste ich meine bevorzugte Art der Erziehung umstellen, denn so wie ich Vito erzogen habe und meine anderen Hunde erzogen habe, dürfte ich einen Bully Cutter nicht erziehen. Da müsste ich auf andere Art und Weise herangehen. Zu einem Banditen würde ich solch einen Hund niemals erziehen. Ja, dann ist er nicht mehr führbar. Der eignet sich für so etwas nicht. Doch trotzdem würde ich mir diesen Hund zutrauen. Ich habe allerdings den Platz nicht für ihn. Das heißt, ich könnte ihm die notwendige Umgebung nicht bieten. Also deswegen käme er schon gar nicht in Frage.
rein haltungstechnisch würde ich ihn mir zutrauen. Na klar, doch, auch hätte ich auch den Platz für diesen Hund. Ich lebe in der falschen Stadt für einen Bully Cutter. Denn dieser Hund ist eigentlich nichts für mitteleuropäische Städte, meiner Meinung nach. Also hier würde es eher scheitern an der Geografie bei dem Hund. Ja. Der braucht, erstens mal sollte er genügend Platz haben. Ein ruhiges, vernünftiges Händchen, eher Abstand halten von Wachtrieb, Schutztrieb fördern. Gegen was ja nicht spricht, wenn man den richtigen Hund hat. Darüber werde ich mal ein Video bringen, denn auch ich fördere den Wachtrieb bei meinem Hund. Ich werde da noch mal ein extra Video bringen. Bei Bully Cutter würde ich da immer ein bisschen auf die Bremse steigen, aber auch das kann man rausrecherchieren. Wenn man in diese Rasse sich hineinliest, dann merkt man schon, oder den gesunden Hausverstand einschalten, dann weiß man, hier wäre es nicht so angebracht, etwas zu pfeffern und so weiter. Also, ja, Sie wissen, ich schwimme mit meinem Kanal gern gegen den Strom. Deswegen auch dieses Video heute. Also wie gesagt, ich habe Ihnen jetzt 6 Hunderassen genannt, die stellvertretend sind für viele Hunderassen, denen man nachsagt, der ist nichts für einen Anfänger. Doch ich bin da immer anderer Meinung. Ja. Also viele Hunde, bei denen man sagt, der ist nur für Fortgeschrittene oder der ist nur für Jäger oder der ist nur für was ich nicht. Ich protestiere da immer gern. Ja. Weil es einfach häufig, mir kommt so vor, speziell bei den Jagdhunderassen wie Deutscher Jagdterrier, Deutsch Strata etc., ist es so, dass da gern mal so eine Art, das ist ein ganz besonderer Schatz, der darf diese Schatztruhe nicht verlassen, der darf sich nur in dieser Truhe drinnen bewegen. Ja, Schwachsinn. Ja. Unterm Strich ist das auch nur ein Hund. Und den können Sie auch mit anderen Dingen ein herrliches Leben bereiten, ein erfülltes Leben bereiten, mit Dingen, die nichts mit der Jagd zu tun haben, das ist ja selbstverständlich, oder? Ich weiß schon, dass ich mir hier vielleicht die eine oder andere Kritik von Jägern einheimse damit, weil ich ja ihnen da irgendwie auf den Schlips trete, aber kommen Sie, ja, böse. Das ist ja lächerlich teilweise, ja, was da für Wissenschaft draus gemacht wird. Ja, Hundehaltung, Hundeerziehung, generell die Kynologie ist anspruchsvoll. Man benötigt höchste und hat höchste Verantwortung. Gar keine Frage. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Natürlich braucht man Wissen. Klar gehört was dazu. Brauchen wir nicht reden. Aber es ist keine Hexerei. Sie müssen zum Hund passen, der Hund muss zu Ihnen passen. Körperlich einmal gefällt Ihnen das Wesen, das man dem Hund nachsagt, dass er mitbringen soll. Haben Sie genug Platz, haben Sie genug Geld, genug Zeit und so weiter. Dann schlagen Sie zu. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Und mir ist eiskalt. Das war's schon wieder.